Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video und heute das Thema Torhüter im Limited-Bereich unter 10 Euro. Und danach haben wir noch ein Recap und wir sehen 6 Geschenkbäckchen gibt es zum Aufmachen. Da ist einiges passiert, einige lustige und spannende Sachen, einige so ein bisschen, wie man es kennt bei den Recap-Videos, wo ein bisschen mehr ging. Und da legen wir direkt los mit so einem schnellen Scouting-Video. Wie gesagt, Torhüter unter 10 Euro mit Vorsicht genießen. Ich habe die Parameter schon eingestellt auf unter 35 Jahre. Ich selber kaufe eigentlich Torhüter nur noch unter 32, 33. Tendenz eher noch fallend, da ich mich nicht immer befassen will mit irgendwelchen Karriereenden. Macht euren eigenen Research, nicht blind nachkaufen. Es geht zwar nicht jetzt um so viel Euro, unter 10 Euro ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber natürlich tut es immer weh, wenn dann irgendein Torhüter auf der Ersatzbank landet, weil er halt vom Vorhinein eigentlich gar nicht die Nummer 1 war. Legen wir los mit Kengo Nagai, so einer der günstigsten Torhüter, Yokohama FC, preislich irgendwo hier bei 5 Euro, gab es auch schon mal günstiger. Die Scores sind gar nicht so schlecht, Yokohama FC hat sich meiner Meinung nach so ein bisschen gefangen. Es gibt ja in Japan diesmal nur einen Absteiger, dementsprechend gute Chancen. Ich würde ihn sogar im Doppelpack kaufen mit Sven Brodersen, der in der zweiten Liga die Nummer 1 war bei denen und anscheinend den Stammplatz verloren hat, halt wechselhafte Leistungen hatte. Der kostet ca. 2 Euro bei Auktionen, das heißt im Gesamtpaket habt ihr 7 bis 8 Euro. Selbst wenn sie absteigen, dann kann zum Beispiel Brodersen noch immer in die zweite deutsche Bundesliga wechseln. Der war ja auch bei St. Pauli vorher Keeper, hat sich da nicht durchsetzen können. Also da ist jetzt nichts verhaut, wenn ihr die beiden im Doppelpack nimmt. Weiter geht es mit Oh Seng-Hon. Hier ein kleiner Disclaimer, die koreanische Liga hat dieses Problem mit der Coverage. 24 bis 48 Stunden dauert es, bis die kompletten Statistiken ausgewertet sind. Dementsprechend da ein bisschen vorsichtig sein. Gerade wenn die Freitagsspiele haben, die fangen um 12 Uhr an, geht sich das niemals aus bis um 20 Uhr bis zur Auswertung. Aber preislich Oh Seng-Hon, ich habe mir den auch schon angeguckt, 6 Euro Limited-Bereich und im Rare-Bereich habe ich geguckt, 119 Euro ist halt echt ein Schnapper. Die können locker noch 1-2 Jahre spielen, aber ja, ich habe mich da so ein bisschen umorientiert. Wie gesagt, diese 48-Stunden-Coverage ist halt relativ ungünstig. Der nächste ist auch noch ein Koreaner, von dem bin ich ein Riesenfan. Habe ich, glaube ich, 3 Karten. Gab es zuletzt auch für 4 Euro, jetzt ist der Preis so ein bisschen auf 6 Euro gestiegen. Mittlerweile hat sich Suwon Samsung Blue Wings ein bisschen gefangen. Die hatten einen miserablen Saisonstart, quasi fast alles verloren, was sie verlieren konnten. Auch relativ unglücklich, viele Clean Sheets, die in der 93., 94. Minute zerplatzt sind, permanent irgendwelche 1:0 Niederlagen. Aber mittlerweile haben sie sich so ein bisschen gefangen. Und dadurch, dass es in Korea ja nur einen Absteiger gibt, könnten sie in der Abstiegsrunde so halbwegs wieder ins Reine kommen und den Abstieg abwehren. Ist ja auch fast schon ein Traditionsclub in Korea. In 2 Spiele da hat er verletzungsbedingt gefehlt. Dementsprechend, ja, wie gesagt, die Coverage ist das größte Problem bei Korea. Dann kommen wir zu Marko Ilić. Dadurch, dass Jarbro sich verletzt hat und 6 bis 8 Wochen circa ausfällt, hier das größte Manko. Colorado Rapids ist ein absolutes Schlachtteam. Die werden geschlachtet regelrecht. Das schwächste Team der MLS, auch vom Kader her. Aber natürlich Ilić kein schlechter Keeper. Hier beim 2:0 wenigstens 50 Punkte. Aber die kriegen halt ständig auf die Mütze. Hier 4:0 gegen Los Angeles FC. Sobald es ein bisschen stärker wird, gibt es da immer 3-4 Gegentore. Preislich ist natürlich ein Schnäppchen. Wollen wir nicht reden, liegt irgendwo bei 8 Euro. Gibt es am Ticken günstig auch immer wieder. Sein Vertrag läuft noch. Die haben ihn ja fix verpflichtet. Ich glaube bis 2025. Der Vertrag von Jarbro, der läuft aus. Da ist halt die Frage, ob sie da die Option ziehen und den Vertrag verlängern. Dementsprechend ist das auch so ein kleiner risky Keeper, wo ich halt Ilić schon einen Ticken stärker einschätzen würde. Ein weiterer MLS-Keeper, David Bingham. Der Trainer hat in der Pressekonferenz gesagt, dass sie nun mit Bingham als Nummer 1 ins Rennen gehen. Er hat sich ausgezeichnet, immer wenn er eingesetzt worden ist, hat er gute Spiele gehabt, dann halt leider Verletzungen. Deswegen hat Ivacic da immer wieder eine Chance gekriegt, aber die letzten Spiele unter dem neuen Trainer hat sich herauskristallisiert, laut O-Ton, solange er sich nichts zu Schulden lassen kommt, dass er irgendwie einen Patzer macht, einen gröberen, mehrere Spiele in Folge, wird er bis zur Ende der Saison die Nummer 1 sein. Sein Vertrag läuft aus, das heißt, interessant für neue Teams, werden doch einige Torhüter-Plätze frei in der MLS, deswegen wird sicherlich spannend nächste Saison. Oder sie verlängern den Vertrag, was natürlich ein Zündstoff wäre, weil Ivacic ist schon relativ angepisst in der ganzen Situation. So der Keeper des Jahres gewesen in der letzten Saison und jetzt quasi fast eine Seuchensaison.
mit Höhen und Tiefen, einmal sogar im Nationalteam einberufen, dort dann aber irgendwie nicht wirklich zum Zug gekommen, obwohl Oblak verletzt war und dementsprechend preislich auch sicherlich eine interessante Spekulation. Natürlich kann man beide im Doppelpack nehmen, dann kostet dich irgendwie 13, 14 Euro, 15 Euro. Ist sicherlich auch nicht verkehrt. Irgendeiner von den beiden wird sicherlich nächste Saison die Nummer 1 sein. Bei Portland, ich persönlich tippe auf Ivacic, weil den Vertrag, das wird schwierig sein mit dem Gehaltsgefüge, dass Portland den hier aussitzen lässt als Nummer 2 und damit Bingham, der dann auch eine Gehaltserhöhung haben würde, gern für so gute Leistungen. Ich denke eher, dass Bingham wechseln wird und Ivacic wird nächste Saison wieder die Nummer 1. Aber alles meine persönliche Meinung, wie gesagt, selbst Research betreiben. Europa, gucken wir da mal ein bisschen rein. Ivan Susnak ist der günstigste Europa-Keeper, 8 Euro circa um den Dreh, gibt es auch bei Auktionen ein bisschen günstiger, was ich gesehen habe. Abstiegskandidat in Kroatien, ein Absteiger. Chancen sind vielleicht nicht so schlecht, dass die irgendwie als Vorletzter es noch schaffen. Vom Alter her 25 ist auch noch im Rahmen. Selbst wenn sie absteigen würden, gibt es immer noch die Chance auf einen anderen Verein. Also ich selber brauche den jetzt nicht in meiner Gallery, dadurch, dass ich eh voll bin. Aber jetzt, wenn ich anfangen würde mit kleinem Budget, würde ich mir den schon angucken, dadurch, dass Kroatien doch sehr torarm ist und immer wieder mal ein Clean Sheet möglich ist, auch für so schwächere Clubs. Kurzer Schwenker Mexiko, den hatte ich noch übersehen. Hugo González, den habe ich selber. Ich finde ihn gut, immer wieder Kurs nach oben hin. Ist vom Marktwert und vom Team her eingeschätzt das Team als schwächstes in Mexiko. Hat sich aber nicht schlecht angestellt, vor allem auch hier zum Beispiel ein Sieg gegen Puebla 1:0. Also die können schon was, können aber auch umgekehrt genauso einen auf die Mütze kriegen. 3:1 gegen Juarez, aber preislich halt unter 10 Euro. 33 Jahre ist jetzt kein Alter für einen mexikanischen Keeper. Dementsprechend kann man sich den gern mal angucken. Dann etwas komplizierter, aber europäisch. Wer da jetzt irgendwie die Exoten nicht mag, André Hansen, Rosenborg BK. Der ist auf 7 Euro gefallen, weil da halt viele nicht wissen, was da jetzt wirklich mit dem ist. Der wird nächste Saison zu Odds BK wechseln. Der Torhüter Wallstedt, der ist ja nach Dänemark gegangen. Den wollte, glaube ich, auch Schalke haben, wenn ich mich jetzt nicht irre. Auf jeden Fall wollte Odds BK den schon im Sommer holen und das hat sich irgendwie wegen Ablösesumme irgendwie nicht so großartig, ja, hat das irgendwie nicht geklappt. Tangvik wird der Nachfolger werden, deswegen sind so ein paar Did Not Plays, hat man Tangvik ein bisschen spielen lassen. Wer da noch ein paar Spiele aus dieser Saison mitnehmen will, die Liga läuft noch ein paar Wochen, ich glaube bis Ende Oktober, danach kommt eh schon der Winter. Ansonsten nächstes Jahr dann mit Hansen ins Rennen gehen bei Odds BK, wo er nicht gleich 100%ig gesetzt sein müsste, deswegen da halt vorsichtig sein. Ich selber habe 2 Keeper von ihm, ich bin da überzeugt, ist eigentlich ein relativ guter, war auch im norwegischen Nationalteam immer wieder mit einberufen unter den Top 3 Keepern, hat glaube ich auch Länderspiele mehr als genug, dementsprechend interessant. Tom Vandenberge, auch von dem habe ich eine Karte, liegt bei 9 Euro. Hier das Problem, Kortrijk ist für mich ein absoluter Abstiegskandidat. Es gibt keinen fixen Absteiger in Belgien. Es gibt die letzten 4 kommen in ein Playoff, wo dann gegen den Abstieg gespielt wird, gegen die Teams aus der 2. Liga. Ganz genau weiß ich jetzt auch nicht, wie viel da am Ende absteigen. Ich glaube 2 Teams und der Rest bleibt sowieso oben, irgendwie so in die Richtung. Letzte Saison waren die schon nicht so schlecht unterwegs. Jetzt haben die natürlich einen neuen Trainer. Stork hat den Verein verlassen, der meiner Meinung nach ein guter Trainer war und das sieht man schon relativ an den Ergebnissen. Ansonsten der Keeper selber ist gut, sehr gute Allround-Scores, selbst wenn er Gegentore kassiert, aber manchmal gibt es halt wirklich eine auf die Mütze, 3:1, dann hast du dieses 3 Gegentore gefangen, da kannst du mit dem nichts ausrichten. Er kommt aus der Region, das heißt, er ist klarer Nummer 1. Das Problem aus der Region ist halt, dass, wenn die absteigen, würde er meiner Meinung nach zu 90% mit in die 2. Liga gehen. Deswegen auch hier vorsichtig sein. Trevor Carson, 35, der war bei St. Mirren, die haben den quasi verstoßen, da gab es ein bisschen Meinungsverschiedenheiten. Ist zu FC Dundee gewechselt, preislich liegt er jetzt irgendwo bei 8, 9 Euro, nee sogar jetzt schon, ja 9 Euro. Statistiken, man kennt es aus Schottland, solange die nicht gegen Celtic spielen, so wie hier, wo es dann 5 Gegentore kriegt, sind die Chancen gut für irgendwelche Clean Sheets. Ihr seht, selbst gegen Heart of Midlothian gab es ein 1:0 und die sind ja nicht mal so schlecht. Dann, wer sagt, mit den ganzen Teams da kenne ich nicht, will ich nicht, mag ich nicht. Ich will Bundesliga haben. Hier haben wir Marcel Schuhen, klarer Abstiegskandidat Darmstadt. Die Scores in der 2. Liga schon was anderes wie in der 1. Liga. Preislich liegt er bei 13 Euro. Hier der große Vorteil, wenn Darmstadt absteigt, kann man davon ausgehen, dass Marcel Schuhen in der 2. Liga noch die Nummer 1 ist, sofern die nicht irgendwie einen Torhüterwechsel machen, wie man es halt kennt bei Abstiegskandidaten.
Robin Zentner auch relativ günstig, liegt glaube ich auch bei 13 Euro, habe ich zuletzt jetzt gesehen. Ja, die günstigste Karte bei 13,86. Ich bin kein Fan von ihm, er ist halt Kapitän, Mannschaftsrat, schwer zu verstoßen. Ein Ticken schwieriger wie Müller bei Stuttgart, den habe ich auch nicht gut gefunden und man hat gesehen, was mit dem passiert ist. Und das gleiche sehe ich bei Zentner. Wie gesagt, der Vorteil ist halt, dass er Kapitän ist. Und in normalen Umständen wäre eigentlich Finn Dahmen die klare Nummer 1 gewesen. Der musste aber leider weichen. Dementsprechend, ja, wer einen günstigen Keeper sucht, mit Zentner Stand jetzt ist der gesetzt. Dann haben wir Kevin Möller. Der hat sich ja nicht mal so schlecht angestellt, so rare-technisch. Auch hier gegen Dortmund, einen guten Score, 57. Ansonsten denke ich, wird auch Heidenheim gegen den Abstieg spielen. Ich denke, im Gegensatz zu Schuhen hat gleich Müller bei Heidenheim ein höheres Standing. Das heißt, wenn er sich nicht ganz doof anstellt und Heidenheim zum Beispiel absteigt, wird auch nächste Saison die Nummer 1 sein in der zweiten Liga. Ist ja so quasi ein Urgestein von Heidenheim. Die Kartenpreise liegen hier irgendwo bei 15 Euro, geht die günstigste los. Natürlich bei Auktion kann man wieder mal probieren, mal was Günstigeres zu erhaschen. Und ansonsten, Manuel Riemann gefällt mir noch am besten bei Bochum. Auch er wird immer wieder hinterfragt, wenn er mal wieder ein, zwei Patzer hat. Dafür ist er halt immer wieder gut. 13 Euro, wer es riskieren will. Das sind so meine 4 Kandidaten aus der Bundesliga, die halt irgendwo bei unter 15 Euro sind. Gerne in die Kommentare schreiben, was denkt ihr über die Kandidaten, die ich genannt habe. Wen würdet ihr favorisieren? Wen findet ihr absolut Grütze? Lese mir alles durch, beantworte und bin da auf jeden Fall immer sehr gespannt. Legen wir direkt los mit dem Recap. Und ja, die Trainingsteams, die lassen wir mal aus. Hier gab es so ein bisschen All-Star Rare, wo man so ein bisschen was reingeschmissen hat. Cap 220 gegen Albanien, Polen wird es ganz schwierig haben. Ich habe mir schon gedacht, vielleicht fangen sie so ein bisschen, Ferro ja so ein bisschen so einen Auftrieb gegeben, aber die haben halt in 2:0. Sie waren dicken besser, gerade zweite Halbzeit hätten sie es verdient gehabt, dass sie zumindest den Ausgleich schießen. Aber der Trainer ist halt eine absolute Katastrophe und da kannst du nichts machen. Du kannst nicht einen Nationaltrainer nehmen aus einem anderen Land, der nicht mal die Sprache spricht. Das funktioniert nicht. Milik somit auf der Bank gesessen, Lewandowski erfolglos gewesen. Dementsprechend von der Idee her wäre da eigentlich einiges gegangen. Danny Ward war schon schlau von mir, den einzusetzen. Der ist ja Ersatzkeeper bei Leicester, Forsberg auch gegen Estland. War eigentlich gut, nur Polen hat halt hier ausgesetzt. Dann den kleinen Threshold haben wir geholt, eigentlich relativ souverän. Rafinha mit einem starken Spiel gegen Bolivien. Zielinski hat 50 Punkte geholt, Jedlin mit einem Assist. Ansonsten alles im Rahmen. Peacock Farrell, Nordirland 0:1 gegen Kasachstan verloren. Vielleicht so ein bisschen was Negativeres. In Paredes beim 2:0 auch einen schwächeren Score, dementsprechend gibt da keinen Reward. Da war jetzt auch nichts ohne Torhüter. Muriqi mit 2 Toren gegen die Schweiz. Da haben dann 55 Punkte gefehlt. Dann All-Star Limited. Ja, da wird es immer schwieriger. Also 360 Punkte haben hier nicht mal ansatzweise gereicht. Es hätten noch 25 Punkte gefehlt für eine Tier 5. Und das ist noch nicht mal irgendwie die Liga, die gespielt wird mit 100.000 Spielen, sondern das waren ein paar Länderspiele am Endeffekt. Und eigentlich haben alle performt, nur Lewandowski nicht und da hast du halt keine Chance. Da kannst du machen, was du willst. All-Star werde ich so ein bisschen einen Strategiewechsel machen. Da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Gibt es eine 70 Rare, aber auch nur so ein bisschen was reingeschmissen. Second Division hat auch nicht viel funktioniert. Franco Serrano nur eingewechselt worden. Bei Juan Otero auch nicht viel gewesen. Ja, eigentlich ein relativ durchwachsenes Team. Dann den großen Threshold hier. König Stefan Jovetic. Mir letzte Game Week schon den Reward gebracht, in dem er eingewechselt worden ist und einen Assist gemacht hat. Diesmal, glaube ich, in der 95. Minute das Siegestor mit einem Mann weniger für Montenegro gegen Bulgarien gebracht. Also im Prinzip, er hat mir den $50 Threshold rausgeholt. Kregus auch wieder mit einer starken Leistung für Minnesota. Das war auf jeden Fall ein sehr guter Einkauf. Marvin Martins gegen Island eine starke Partie gehabt. Gott sei Dank. Im zweiten Spiel wurde er nicht mal eingesetzt bei der 19:0-Klatsche gegen Portugal. Aaron Long war okay. Jonathan Bond, ja, kann man davon ausgehen. MLS immer schwierig. Aber den habe ich mir neu geholt. Hat direkt schon den ersten Threshold reingeholt. Dementsprechend die 200 Euro sind schon mal nicht schlecht investiert. Da wird es noch einige Midweek-Spiele geben. Champion America, hier hat 50 Punkte gefehlt. Diego Fagundes nur eingewechselt worden.
Cap 270, hier gibt es die Tier 5 Karte. Hinten raus Rodon, noch mit einem, ja, da hat Opta noch ein paar Pünktchen mehr dazugelegt. Deswegen ist es noch knapp ausgegangen. Frankie de Jong als Kapitän eigentlich noch am besten ausgewählt. Theoretisch hätte man vielleicht Sinclair, theoretisch hätte man eventuell noch St. Clair nehmen können, wobei der halt mit dem Assist relativ lucky war. Im Prinzip war das ein unerwarteter Reward, vor allem 380 Punkte noch hinten raus reingerutscht. Ja, sehr, sehr eng da oben gewesen, selbst 4 Punkte zu einer Tier 4 Karte, da wäre auch nach oben hin noch viel möglich gewesen. Aber ja, sei es drum. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Und hier werdet ihr euch wundern, wieso habe ich hier keine $5 gekriegt? Wäre sich eigentlich ausgegangen. Ich habe dieses Line-Up annulliert. Der Startschuss war im Prinzip Ruben Neves im ersten Spiel nicht im Kader gewesen, da bei dem Spiel gegen die Slowakei. Djibril Sov wurde nur eingewechselt, somit hatte ich 23 Punkte plus ein Did Not Play. Das Spiel von Radetzky, Finnland gegen Dänemark, so wie es ausgegangen ist, von den Scores hätte ich es jetzt nicht erwartet. Und Caicedo, ja, dass der dann eine 100 droppt beim 7:1 in Kolumbien, hätte keiner erwartet. Also dann habe ich eben dieses Line-Up aufgelöst und Radetzky verkauft, dadurch, dass der einen sehr, sehr guten Preismeinung hatte. Und ich dachte, dass der Zeitpunkt relativ gut ist, den mal zu versilbern. Eventuell kann man den mal wieder günstiger nachkaufen. Das war so die Idee. Im Endeffekt, dadurch, dass ich den gut verkauft habe, Radetzky, ist es okay, aber die $5, hätte man es gewusst, dann hätte man das gehalten. Dann hier sehr unglücklich, U23 Limited. Ganz stark Kulusewski mit einer fast 100-Punkte-Zahl. Campana auch in Abwesenheit von Messi geglänzt. Miguel Moro, dadurch, dass dieser Alvarez für Andorra spielt, hat er jetzt einen Einsatz gekriegt. Dieser Ginetis, den ich geholt habe, extra für die Game Week, 2 Euro hat der gekostet. Ein junger Litauer, der bei FC Torino spielt, mal mehr, mal weniger. Aber Gertruida hat sich im Training verletzt. Ihr seht alleine 4 Punkte für eine Tier 3 Karte, da bin ich nämlich hinten rausgerutscht. Und wenn der nur irgendwo 50 Punkte, was er sonst schafft, gebracht hätte, wäre da ja, sicherlich eine Tier 2 Karte auf jeden Fall drin gewesen, vielleicht auch noch mehr. Dementsprechend so ein bisschen bitter, dass der sich da im Training verletzt hat. Ansonsten Cap 220 Rare. Hier hat Austussen hinten raus noch ein paar Punkte gut gemacht gegen Bosnien. Hier ist jetzt das Spiel gegen Luxemburg drinnen. Dajome mit einem starken Score und Angus Gunn mit dem Clean Sheet gegen Zypern. Das war ganz, ganz wichtig. Somit ist sich hier eine Tier 5 Karte ausgegangen. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Man weiß ja nie, was sich so ergibt. Da haben wir in der 14 Punkte gefehlt. In Summe bin ich zufrieden. Es gibt insgesamt eine Tier 4 Karte und 5 Limited und eine Rare Karte in Tier 5. Nichts Weltbewegendes. Wichtig sind die Thresholds. Deswegen die gute Laune bei mir. Ein paar Münzen gibt es noch und wie gesagt, die Thresholds, da kann man mir nichts vermiesen. Hier die 4,67 Euro und im Rare-Bereich sind es 46,73. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Dann legen wir hier los mit Tier 5, gucken mal rein. Hauptsache ist ein junger Spieler, das wäre gut. Ein Japaner, Verteidiger und dann Consadole, Fukumori kann man mitnehmen. Japan schadet nie. Unter 23. Hier auch wieder ein Japaner, jetzt haben sie es aber. Ein Stürmer ist auch okay. Schalke, Kozuki. Da können mir alle Schalke-Fans mal in die Kommentare schreiben, was hält ihr von dem? Ich meine, der hatte ein paar gute Spiele gehabt in der Bundesliga, hinten raus am Ende der Saison. Ich bin sowieso absolut ein Fan von Asiaten, die in Europa spielen, Japaner, Koreaner. Immer gerne, wenn die zurückkehren in die japanische Liga, dann sind die sehr, sehr wertvoll. Dann hier ein Amerikaner, Mittelfeld, Celta Vigo, Luca del Torre. Das ist nicht mal so schlecht. Der ist so ein bisschen auf dem Abstellgleis, aber hatte ein paar gute Einsätze gehabt letzte Saison. Gucken wir direkt rein. Luca della Torre und scorestechnisch ist mir wichtiger, was da los ist. Den habe ich sogar hier als Limited-Karte, sehe ich gerade. 5 von 1000. Deswegen habe ich den so ein bisschen in Erinnerung. Hier waren nämlich 2 Spiele, da hat er nämlich gut performt. War auch so ein bisschen öfters in der Startelf und in dieser Saison eigentlich auch in der Startelf. Ist für eine Tier 5 Karte relativ brauchbar. Da kann ich echt nicht meckern. Hat halt hier wieder ein paar schlechtere Spiele gehabt, Einwechslungen. Und wie gesagt, er ist halt jung und eine Rückkehr in die MLS ist immer schnell möglich bei solchen Karten. Das ist auf jeden Fall einer, den werde ich längerfristig halten. Für die paar Euro werde ich den sicherlich nicht verkaufen. Dann gucken wir bei Kozuki rein. Was kostet der jetzt eurotechnisch? Ja, ist hier irgendwo da im unteren Bereich eingependelt. Was sind das? Knappe unter 5 Euro.
Aber die Scores sind interessant. Was hat er dann zuletzt geliefert? Ja, einmal hier eine Halbzeit gespielt, zweimal eingewechselt. Hier auf All drücke sehe ich eben die letzte Saison, die paar Spiele, die er hatte. Da war eben dieses eine Spiel mit dem besseren Wert drinnen. Ich denke mal, in Summe ist es okay. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen für eine Tier 4 Karte. Und der letzte im Bunde, auch hier brauchen wir aufs Geld nicht gucken, das ist relativ uninteressant. Was hat er scorestechnisch gehabt? Ja, da war viel Gutes dabei, momentan nur noch viel Schlechtes, sehr durchwachsen. Ja, kann man auf jeden Fall mal halten, wenn er mal so wieder ins Sphären kommt, wie halt hier in dem Bereich, dann kann man den auf jeden Fall gebrauchen. Für Asia immer wieder verkaufen brauchst du den nicht. 30 Jahre ist es auch kein Alter, ist in Summe okay. Dementsprechend, wie gesagt, die Game Week bin ich sehr, sehr zufrieden. Hat sich auf jeden Fall zumindest monetär gelohnt. In diesem Sinne gerne in die Kommentare schreiben, wie lief es bei euch zuletzt und alles, was euch sonst noch auf dem Herzen liegt. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, unbedingt ein Like da lassen. Und dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.